Die Morgendämmerung bricht gerade an. Wir schreiben das Jahr 1900. Sie stehen mitten im Herzen von Leipzig, auf dem Augustusplatz. Die nassen Pflastersteine und der Geruch von Kohle umgeben sie von allen Seiten. Irgendwo in der Stadt rattert eine Maschine. Und irgendwo backt jemand warmes Brot. In diesem Moment geschieht in Leipzig etwas, das die Welt verändern wird. Nicht durch Kriege, nicht durch Throne, durch Papier. Willkommen bei History Reborn. Heute begeben wir uns mit euch auf eine Reise durch die Straßen von Leipzig im Jahr 1900. Ein Morgen auf dem Augustusplatz. Stellen Sie sich vor, Sie stehen mitten auf dem Augustusplatz. Hinter Ihnen die Nikolaikirche. Zu Ihrer Linken das Neue Theater. Zu Ihrer Rechten das Gewandhaus. Deutschlands ältestes bürgerliches Orchester, das keinem König, sondern der Stadt selbst gehört. Pferdekutschen rollen gemächlich über das Kopfsteinpflaster. Händler gehen voran, ihre Wagen folgen ihnen. Arbeiter eilen in aller Eile zur Arbeit. In Leipzig gibt es weder einen Palast noch eine Garnison. Diese Stadt hat überhaupt nicht das Aussehen einer Hauptstadt. Doch in den Zeitungen jener Zeit findet man Formulierungen wie eine der bedeutendsten Handels- und Buchstädte Europas. Wie hat Leipzig das geschafft? Grafisches Viertel, die Maschine der Welt. Nur wenige Gehminuten von der Altstadt entfernt richten wir unseren Blick nach Osten. Das grafische Viertel, das Druckerviertel. Ein Viertel, in dem es in fast jedem Haus einen Verlag oder eine Druckerei gibt. Um 1900 gab es in Leipzig etwa 850 Verlage, 180 Druckereien und 201 Buchbindereien. Diese Stadt, die in jeder Ecke nach Büchern duftet, deckt fast den gesamten Buchbedarf des Deutschen Reiches. Europas größte Verlage: Brockhaus, Reclam, Breitkopf und Härtel, das Bibliographische Institut. Alle sind hier, Seite an Seite. Mikrogeschichte. Der Schriftsetzer Georg. Es ist fast 7 Uhr morgens. Der 34-jährige Georg begibt sich in die Werkstatt, in der er als Schriftsetzer in einer der großen Druckereien im grafischen Viertel arbeitet. Drinnen riecht es stark nach Druckerschwärze. Die teilweise dampfbetriebenen Schnelldruckmaschinen warten auf den ersten Auftrag. Georgs Arbeitstag beginnt. Georg setzt Buchstaben, ohne genau zu wissen, welchen Text er gerade setzt. Vielleicht ein Abschnitt aus einer Enzyklopädie oder ein Auszug aus Nietzsche. Das Einzige, was ihn interessiert, ist, wie viele Buchstaben er setzt. Denn er wird nach der Anzahl der gesetzten Buchstaben bezahlt. Im Jahr 1900 verdient ein Druckereiarbeiter in Leipzig etwa 1400 Mark im Jahr. Dieser Lohn ist besser als in vielen anderen Berufen im Deutschen Reich. Trotz alledem kommt es in den Druckereien immer wieder zu Streiks für bessere Arbeitsbedingungen. Messezeit. Europa kommt nach Leipzig. Leipzig druckte nicht nur Bücher. Es lag auch im Zentrum der europäischen Handelswege. Der Rhythmus der Stadt änderte sich 3-mal im Jahr. Messezeit. Händler aus vielen Ländern strömen nach Leipzig. Händler aus Russland, Polen, Frankreich und Italien. Auf dem Marktplatz werden nun viele verschiedene Sprachen gesprochen. Die Geschichte der Leipziger Messe reicht weit zurück. Die ersten urkundlichen Erwähnungen der Messe stammen aus dem Jahr 1165. 7 Jahrhunderte Handel. Die Messe ist so gewachsen, dass die Stadt Mühe hat, Schritt zu halten. Während neue Gebäude für die Messe errichtet werden, machen sich die Menschen noch vor Sonnenaufgang auf den Weg, um sich ihren Platz auf der Messe zu sichern. Wenn ihr möchtet, schreibt in die Kommentare, aus welcher Stadt ihr dieses Video anschaut. Vielleicht war eure Heimatstadt vor 125 Jahren auf der Leipziger Messe vertreten. Universität. Die Wiege der Ideen. Am Augustusplatz erhebt sich das Augusteum, das Hauptgebäude der Universität Leipzig. Diese 1409 gegründete Universität ist eine der ältesten Universitäten auf deutschem Boden. Um 1900 gehört sie zu den Hochschulen des Deutschen Reiches mit den meisten Studierenden. Goethe studierte hier, Robert Schumann, Richard Wagner. Nietzsche entwickelte hier seine ersten Gedanken zu Sprache, Musik und Wahrheit. Im August 1900, während wir durch diese Straßen gehen, stirbt Friedrich Nietzsche in Weimar. Eine Ära geht zu Ende. Im selben Jahr tritt Karl Liebknecht, Sohn eines der Gründer der deutschen Sozialdemokratie
und in Leipzig geboren, der SPD bei. Das Alte geht zu Ende, das Neue beginnt. Leipzig steht genau dazwischen. Die andere Seite der Stadt Leipzig besteht nicht nur aus Messen und Handel. 1863 wurde hier der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein gegründet. Hier begann die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. Auch Luise Otto Peters, die Gründerin des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, stammte aus Leipzig. Sie setzte sich dafür ein, dass die Stimmen der Frauen gehört wurden. Während die Schriftsetzer streiken, arbeiten Frauen weiterhin an gefährlichen Maschinen in den Buchbindereien. Leipzig, die Stadt der Bücher, ist zugleich eine Stadt der Gegensätze. Die Verleger wohnen in Jugendstilvillen inmitten von Grünanlagen. Die Arbeiter teilen sich oft dieselben Gebäude mit den Druckmaschinen. 1900. Kein gewöhnliches Jahr. Das Jahr 1900 ist für Leipzig kein gewöhnliches Jahr. Am 28. Januar 1900 gründen 86 Vereine in Leipzig den Deutschen Fußballbund. Eine kleine Meldung in den Tageszeitungen. Niemand ahnt, was dies einmal bedeuten wird. Gleichzeitig steht der 1898 begonnene Bau des Deutschen Buchgewerbehauses am Gutenbergplatz kurz vor der Fertigstellung. Ein Palast für die Druckkunst. Überall in der Stadt entstehen neue Gebäude. Seit 1895 gibt es elektrisches Licht und seit einigen Jahren fahren elektrische Straßenbahnen lautstark durch die Straßen. Die Altstadt und das neue Jahrhundert. Beide existieren gleichzeitig in denselben Straßen. Abend. Johannapark. Es wird dunkel. Stellen Sie sich vor, Sie verlassen das grafische Viertel und gehen in Richtung Johannapark am westlichen Ende der Stadt. Das Geräusch der elektrischen Straßenbahn mischt sich mit dem Rauschen der Bäume. Der Duft nasser Blätter und das fahle Licht der Straßenlaternen. Die Druckmaschinen im grafischen Viertel laufen noch immer. Frauen binden im Schein der Gaslaternen weiterhin Bücher. Der Schriftsetzer Georg macht sich nun auf den Heimweg. Seine Hände sind schwarz von der Druckerschwärze. Georg weiß nicht, dass dieses Viertel genau 43 Jahre später in einer Nacht in Flammen stehen wird. Er ahnt nicht, dass in den folgenden Tagen Millionen von Büchern für immer verschwinden werden. Er weiß nur eines: Morgen früh wird er wieder an seiner Maschine stehen. Und das Wissen der Welt wartet auf seine Hände. Schluss. Was bedeutet Leipzig? Leipzig, 1900. Es waren nicht Könige, die diese Stadt groß machten. Sie wuchs durch Handel und Wissen. Eine Stadt, in der Goethe las, Wagner Musik hörte und Nietzsche dachte. Mit mehr als 2200 Buchbetrieben auf engstem Raum wurde Leipzig um 1900 zum dichtesten Zentrum der Wissensproduktion, das die Welt bis dahin gesehen hatte. Und zugleich eine Stadt, in der für Löhne gestreikt und für Frauenrechte gekämpft wurde. Wer damals über den Augustusplatz ging, spürte es. Hier war alles in Bewegung. Maschinen, Gedanken, Menschen, Schicksale. Leipzig, 1900. Und für einen kurzen Moment waren wir mit euch mittendrin. Wenn euch diese Reise gefallen hat, schreibt uns. Welche Stadt sollen wir im nächsten Video zum Leben erwecken? Bis bald, in einer anderen Zeit, in einer anderen Stadt.